Im Juli 1929 kehrt Plüschow zurück nach Berlin. Er schreibt ein Buch und bringt seine Eindrücke im eben gezeigten Film zum Ausdruck. Beides wird ein großer Erfolg. Er bemüht sich um Unterstützung. Er plant eine weitere Expedition. Für neu entdecktes Land könnten Explorationsrechte für Deutschland erworben werden. Und tatsächlich, Jahre später wird hier Erdöl gefunden. Er bleibt jedoch erfolglos. Dennoch reist er im Juli 1930 mit seinem Flugzeugingenieur Dreblow erneut nach Südamerika. Da hat er die Maschine überwintert in diesem Schlachthaus oder diese Sache, die das war. Und da sind angeblich haben sich Ratten reingesetzt. Das, was ich gehört habe. Und die sollen haben vermutlich den Hauptholm auf der linken Tragfläche und Tragfläche angenagt oder jedenfalls geschwächt. Außerdem waren die Spanndrähte, sollte ein Spezialdraht gewesen sein, die mussten ersetzt werden, hatten sie nicht gehabt und haben, so viel ich weiß, Pianodraht genommen. Am 30. November ist der Silberkondor wieder flugbereit. 4 Wochen später schreibt Plüschow: Endlich die vorerstige Krönung der unzähligen Arbeiten von Jahren. Der gesamte südliche Teil des unerforschten Gebietes ist jetzt erschlossen. Und es treibt ihn weiter. Am 28. Januar 1931 stürzen Plüschow und Dreblow über dem Lago Argentino ab. Da ist dann, wie sie zum Rico Brasso kam in vermutlich 600 Meter Höhe, 10 nach 2. Das weiß ich genau, denn er hatte seine Uhr gehabt, die da stehen geblieben ist. Armbanduhr, und da hat anscheinend der Motor gestockert und die Tragfläche muss wohl auch angeknackt sein. So, Dreblow ist als erster rausgesprungen und ist auch ins Wasser wohl gekommen. Und nach dem Arztbericht hat er sich wohl Rippen gebrochen, aber er ist an Land gekommen. Hat sich sogar noch die Fliegerstiefel ausgezogen und die Handschuhe, aber hat dann Hypothermia gekriegt und Herzanfall und ist da direkt am Ufer gestorben. Und mein Vater ist hinterher rausgesprungen, aber da trudelte das Flugzeug schon. Und er ist aus dem Fallschirm rausgefallen und ist erstmal auf einen Zaunpfahl von der Schaffarm raufgefallen, das nach dem Arztbefunde, und dann mit dem Kopf auf einen Stein und hat das alles aufgeschlagen. In Berlin findet zu Plüschows Ehren ein Staatsbegräbnis statt. Die Anteilnahme ist groß. Auch zahlreiche Vertreter der Regierung sind anwesend. Mein Vater war eine Generation für sich. Er hat Großes geleistet für Deutschland. Das war sein Leben. Er hatte ein tolles Leben geführt. Ein Grabstein auf dem Ehrenfriedhof in Berlin, beinahe in Vergessenheit geraten. Anders in Südamerika. Dort ist die Erinnerung an den Kartografierer und Entdecker Gunther Plüschow lebendig geblieben. Aber vielleicht kann man auch nur im Angesicht dieser ungezähmten und majestätischen Landschaft die Leistung des Feuerlandpioniers Gunther Plüschow wirklich ermessen.